Grüß euch zur Nummer 16. Heute fangen wir einmal mit was Netten an. Die Steine mag ich mit dem Radl überhaupt nicht. Vor allem nicht mit schmalen Reifen, weil der waffelt's einen so schnell. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Da kommen die Augen ja gar nicht mehr mit. Da der Gegenverkehr so halber zwischen uns zwei durchgefahren ist, glaube ich jetzt mal nicht, dass das 1,5 Meter waren. Oh Gott, ein Schutzstreifen. Eigentlich müssten die Dinger ja Schmutzstreifen heißen, weil im Herbst verfangt sich das Laub da drin, im Winter wird der Schnee dahin geschoben und im Frühling dann hat man das ganze Salz, was da aufkommen wird. Und dann hat man auch noch den Cast durch die Linie, durch die gestrichelte, dass jeder denkt, ich habe eine eigene Fahrbahn, der Radler hat eine eigene Fahrbahn, der hat Platz, da kann man ja drauf vorbeifahren. Das verstehe ich auch, dass die das nicht verstehen, aber trotzdem ist halt ein bisschen ein unangenehmes Gefühl. Das, was die da machen, schaut zwar wahrscheinlich komisch aus, ich kann mir aber vorstellen, dass man anders gar nicht aus der Seitenstraße rauskommt. Weil dann kommt wieder von links einer und von rechts einer und ja. So gefällt mir das. Schön bergab, gemütlich fahren. Dass ich dann heimzu wieder bergauf fahren muss, das blendet man jetzt erst einmal aus. Ist auf der falschen Seite, auf einem Gehweg, der nicht wirklich breiter ist wie das Radl. Da mit über 20 Abi zum Fahren, ist jetzt glaube ich keine so eine gute Idee, also bitte nicht nachmachen. Kaum dass du unten bist, geht's schon wieder rauf. An der Stelle habe ich mir dann gedacht, ich war halt lieber da links auf dem Weg drauf. Spätestens ab da habe ich mir dann gedacht, ist wurscht, die nächste Möglichkeit auf dem Weg dazu zu kommen, die nehme ich. Gut, und da bin ich halt dann drauf auf diesem Radweg, Fußweg, beides, das weiß ich nicht, aber das schauen wir uns gleich nochmal an, was das ist. Also, es ist ein gemeinsamer Rad- und Fußweg. Wir haben einfach nicht gesehen, weil ich nicht in der Weltgeschichte umschaue, sondern auf den Verkehr geschaut habe. Ich hör's schon. Mangelnde Verkehrsbeobachtung. Und jetzt? Der gleiche Weg endet genauso bescheuert, wie er angefangen hat.
Ab da muss ich mich dann wieder in den fließenden Verkehr einordnen, mein Schwung ist dahin und dann geht es natürlich bergauf. Und schon sind wir in der Situation, wie ich es zuvor gesagt habe. Man fährt verkehrt rum am Gehweg runter, es kommen ein Fußgänger entgegen, es wird eng. Wenn man schon auf dem Gehweg fahren muss, dann muss man doch wenigstens so nett sein und stehen bleiben und absteigen und an denen Leuten vorbeigehen und nicht auf die zufahren und die zwingen auf Zeiten zum Gehen. Hier wieder ein paar Leute, die es überholen noch können. Und das, meine lieben Leute, ist ein Überholabstand und kein Abständchen. Wollen Sie auch noch rüber? Gut. So, und zum Schluss springt man nur ein Viech vors Radl und damit habe ich's für heute. Macht's es gut. Pfiat euch.